Hi Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, es ist alles gut bei euch. Heute gibt es einen neuen Vlog von mir. Es geht nämlich heute nach Lissabon. Ich werde um 20 Uhr da ankommen. Warum, werde ich euch später noch erklären. Also bleibt unbedingt dran. Das ist meine Tasche und alles, was ich brauche, ist da drin. Die 4 Bananen müssen sein, okay? So. Ein Buch, dann Abschminkzeug, Zahnbürste, Zahnpasta, schon wieder Essen und da haben wir auch wieder Essen. Ja Leute, ich glaube, ich habe Angst zu verhungern. Leute, ich bin auf dem Weg und meine Tasche ist so vollgepackt. Das ist mein Outfit. Ich bin jetzt endlich in der Bahn. Ich freue mich schon voll. Ich bin jetzt angekommen, ich bin in der Bahn gerade und fahre jetzt Richtung Wohnung. Okay, ich bin jetzt da. Noch nicht ganz. Ich muss jetzt noch zu Fuß zu meinem Airbnb latschen. Aber die Stadt erkenne ich wieder. Ich war hier schon mal. Aber das ist ziemlich lange her. Ich freue mich schon voll. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Lege meine Tasche ab und dann gehe ich was Kleines einkaufen. Ich habe voll Hunger. Der Hunger muss jetzt aufhören. Also Leute, ich zeige euch jetzt mein Zimmer. Klein, aber fein. Ich habe jetzt auch hier das ganze Ding, die ganze Etage abgecheckt. Ist ganz entspannt. Also hier wohnen noch mehr Leute. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Toilette und Küche wird gemeinschaftlich genutzt. Ja. Ist auf jeden Fall cool hier. Ich fühle mich wohl. Aber ich muss immer noch essen. Deswegen packe ich jetzt meine Tasche und dann geht's raus. Leute, ich war eben essen, jetzt geht's mir viel, viel besser. Ich habe mir einen großen Dürüm bestellt mit Pommes und Wasser. Jetzt geht's mir viel, viel besser. Ja Leute, ich bin schon gespannt, was alles so auf mich zukommen wird. Ich erzähle euch jetzt mal ganz schnell, warum ich überhaupt hier bin. Also ich weiß selber nicht, warum ich hier bin, ja. Ich bin hier eigentlich, um ein bisschen zu mir selbst zu kommen, aber ich habe jetzt keinen besonders großen Plan. Am Montag habe ich einen Livestream gestartet auf YouTube und da hat dann jemand in meinen Livestream reingeschrieben und habe dann ein bisschen was über ihn erfahren und dann habe ich ihn auch abonniert. Am nächsten Tag gehe ich arbeiten und mein Chef sagt mir dann, dass ich darauf die Woche frei bekomme. Ich so, warum? Die gesamte Woche oder was? Der so, ja, das ist noch dein Resturlaub vom letzten Jahr. Ich so, okay, nice. Und in meinem Kopf war dann direkt, ich muss hier weg. Ich muss das Land verlassen. Ich muss jetzt diese Woche gut nutzen. Ja, und dann direkt am Abend bin ich auf Ryanair, habe mir so ein bisschen was angeschaut, konnte mich nicht so ganz entscheiden, ob ich jetzt nach Lissabon fliegen soll oder nach Zypern. Bin dann jedenfalls da so durchgescrollt. Nach langem Überlegen bin ich dann auf Lissabon gekommen, habe dann auch den Flug gebucht, fertig war die Sache. So, und dann am nächsten Morgen war das, glaube ich, hat dann diese Person, die ich am Montag abonniert hatte, also die Person, die bei mir im Livestream war, die hat was hochgeladen. Und ich hatte auch den Eindruck, auf dieses Video zu gehen, aber ich bin nicht draufgegangen. Dann war ich auf der Arbeit und hatte wieder den Eindruck so, hey, schau dir das Video an. Aber in dem Moment hatte ich keine Zeit. Und ich habe dann auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, und dann war ich zu Hause, habe dann, meine ich, wieder drüber nachgedacht oder so, aber ich bin wieder nicht drauf. Ja, und dann am nächsten Morgen bin ich endlich auf das Video gegangen. Und dann erzählt die Person einfach von seinem Traum. Und der Traum ging etwas länger und da waren noch ganz viele andere Dinge, die genannt wurden. Aber was für mich eine große Bedeutung hatte, als er meinte, dass er in seinem Traum eine Person gesehen hat, die einen
Billigflug gebucht hat und in ein anderes Land geflogen ist, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Ja, und das war dann für mich in dem Moment voll der Schock. Ich dachte mir so, okay, da redet gerade Gott durch diese Person. Und dann habe ich das Video kommentiert und mit der Person dann geschrieben. Ich habe dann auch seinen Kontakt bekommen. Das war dann für mich so die Bestätigung, okay, das war die richtige Entscheidung, nach Lissabon zu fliegen. Und ich bin auch alleine hier übrigens, ne? Also hier ist kein anderer. Das ist die Geschichte. Ich finde die schon sehr special. Und ja, ich bin, wie gesagt, richtig gespannt, was jetzt so auf mich zukommen wird. Morgen werde ich wahrscheinlich so ein bisschen alleine durch die City gehen. Heute werde ich definitiv nicht mehr allzu viel machen. Ich bin noch ziemlich müde und K.O. Hey Leute, der Flug hat mich komplett auseinandergenommen, ne? Da hat irgendeiner andauernd gefurzt oder gerülpst. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber das war so ein stinkender Gestank. Dieser Gestank, dieser stinkende Gestank. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Ich konnte nicht mehr, ne? Ich konnte nicht mehr. Gott sei Dank hatte ich hier diese Kapuzenjacke an. Und immer wieder, wenn da dieser Gestank kam, habe ich mich in meiner Kapuze versteckt. Ja, Leute, bleibt gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Hi Leute. Ich schminke mich gerade ein bisschen und mache mich ready für den Tag. Wisst ihr, was passiert ist? Ich hatte ja Essen eingepackt, ne? Und gestern Abend habe ich mein Frühstück, was ich für die nächsten 3 Tage schon vorbereitet hatte, in den Kühlschrank getan, okay? In den Kühlschrank, nicht in die Gefriertruhe. Und schaut euch das mal an. Meine gesamten Eier sind einfach eingefroren. Jetzt kann ich nicht frühstücken. Ja. Passiert den Besten. Passiert den Besten. Ich habe eben auf die Google Maps Karte geschaut und Lissabon ist mega, mega klein. Also du kannst zu Fuß überall hin. Und das werde ich heute auch machen. Ich liebe es ja sowieso, spazieren zu gehen. Kurz für die Mädels, ich habe das hier benutzt für meinen Eyeliner. Das ist mein Concealer in der Farbe 20 und das ist mein Contour-Stick von Fenty Beauty in der Farbe. Und dafür habe ich den Pinsel benutzt. Zum Abpudern benutze ich das Laura Mercier Puder in der Farbe mit dem Pinsel. Ja, jetzt benutze ich den Blush mit dem Pinsel hier. Ganz normaler Blushpinsel. Sieht man mein Contouring eigentlich? Jetzt habe ich mich geschminkt und sieht man überhaupt was? Oder ja, ich glaube, ich mache noch ein bisschen Contouring. Dafür benutze ich dann das hier mit dem Pinsel hier. Bisschen Beauty-Content für meine Mädels, ne? Muss auch sein. So, jetzt müsste man das noch ein bisschen mehr sehen, ne? Und dann benutze ich das hier einfach für die Lippen. Was ist das überhaupt für eine Farbe? Cinnamon Roll. Warte, ich habe euch gar nicht mein Outfit gezeigt, ne? So, ich mache mich jetzt auf den Weg.
Bitcoin macht frei. Leute, jetzt wo ich hier bin, habe ich richtig Lust auf Brasilien bekommen. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr noch nach Brasilien zu fliegen. Ich mag sie, es ist mega entspannt. Ich mag die Leute auch. Die sind alle so cool drauf, locker, keiner ist gestresst, alle gehen langsam. So muss das sein. Schaut mal, ich habe mir so ein Fake-Conch gekauft. Das ist kein echtes Piercing. Das kann man sich einfach nur so drum machen. Und hier, schaut mal. Zack. Und zack. Ich hatte mal ein echtes Conch. Das hat so wehgetan. Oh, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. So, ist wieder drin. Ist süß, ne? Ich mag's. Schaut mal, Leute, es gibt einfach einen Laden für so Fisch und Shrimps. Was haben wir noch? Codefish, keine Ahnung. Polvo, Oktopus. So ein extra Laden einfach für Konservendosen. Leute, schaut euch das mal an. Fisch in Konservendosen. Überall. Überall einfach. Also ich glaube, ich hole mir doch nichts, weil die Preise sind wirklich next level. Wirklich next level. Also es fängt ab 9 Euro an. Ich hole mir das jetzt einfach aus Prinzip nicht. Wirklich aus Prinzip einfach nicht. Weil 9 Euro für so ein... Was ist da drin? Da ist ja kaum was drin. Na, darauf fallen wir nicht rein. Ich hätte die Sardinen echt sehr, sehr gerne probiert. Aber wegen dem Preis dachte ich mir, nein. Nein. Leute, ich bin hier gerade an einem berühmten Ort. Das heißt hier Mirador do, keine Ahnung, de Rojo oder so. Nee, de Tojo. Egal, ich schreibe das auf jeden Fall hier irgendwo rein. So 30, 40 Minuten habe ich zu Fuß gebraucht, um hierher zu kommen. Habe mir zwischendurch ein paar Läden angeschaut. Also richtig entspannt. Lissabon ist mega klein. Oh, guck mal, Leute. Schaut mal. Da will ich heute noch hin. Da will ich heute noch hin. Ja, ich nehme euch mit. So schön hier. Wowi. Und der Typ lebt in seiner eigenen Welt. Wie geil ist der denn drauf? Ey, wie nice, Leute. Guck mal, hier haben wir die Painted Rocks. Hey, und da haben wir Kurdistan.
Ich bin gleich da. Also ich dachte, heute werde ich Treppen steigen, aber es gibt wohl einen Aufzug. Das bedeutet, kommt zur Quelle des Wassers und das ist der Herr Jesus. Hi Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und gönne mir erstmal meine Maronen. Der Tag heute war mega nice. Ich habe sehr viel Neues gesehen. Vieles, was ich davor nicht gesehen hatte. Unterschiedliche Sachen gegessen und ausprobiert. Es war mega, mega nice. Und jetzt bin ich voll K.O. Ich kann nicht mehr. Leute, ich gehe heute Abend nirgendwo mehr hin. Es ist so kalt. Deswegen gönne ich mir jetzt eine Papaya. Ja. Mir ist kalt, ich kann nicht mehr. Oh, aber die Papaya wird mich jetzt glücklich machen, ich weiß das. Oh. Ey Leute, ich bin im Paradies. Diese Vitaminbombe brauche ich jetzt. Natürlich essen wir die Kerne einfach so. Leute, vorbei. Vorbei einfach nur. Ich habe 5 Euro für die Papaya gezahlt. Aber hat sich gelohnt. Danke, lieber Gott. Ey Leute, ihr wisst nicht, mein Zimmer war so kalt, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich habe mich direkt dick angezogen, mich nach draußen geschmissen. Bin jetzt in einem Café und trinke Tee. Weil auf die Kälte komme ich ja gar nicht klar, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das diese Nacht wieder aushalten soll. Gestern Nacht war es auch voll kalt. Hey Leute, ich bin jetzt wieder unterwegs. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Park. Leute, ich bin jetzt gerade beim Park und esse hier meine Snacks. Ich war nämlich gerade beim Brasilianer und habe mir alles Mögliche da geholt. Alles, was typisch brasilianisch ist. Und eine Açaí Bowl. Darf natürlich nicht fehlen. Ich lebe einfach gerade mein bestes Leben und ich bin so dankbar. Leute, ihr wisst nicht, wie dankbar ich bin einfach. Also ich fand alles, was die mir gegeben haben, mega, mega lecker, aber ich konnte nicht alles aufessen. Ich bin gerade an meiner Açaí Bowl dran und ich esse hier in Portugal zum ersten Mal Açaí. Also gestern habe ich
Ich weiß nicht, wie der Laden nochmal heißt. Oakley's oder so. Keine Ahnung, ich werde euch das hier irgendwo einblenden. Da habe ich meine erste Acai Bowl gegessen. Das ist meine zweite. Und die schmeckt deutlich besser als die von gestern. Wie kann das so lecker sein? Ich verstehe das nicht. Der Park von vorhin war nicht so spektakulär, aber jetzt bin ich an einem zweiten Standort. Hier seht ihr die Statue hinter mir. Also falls jemand Bock hat auf Lissabon, da ist die Statue und der Park ist direkt hier nebenan. Also da nochmal. Okay, hier ist die Statue. Keine Ahnung, wie die Statue heißt, I don't know, aber ich werde euch das raussuchen und dann direkt wieder daneben schreiben. So, und hier haben wir direkt so ein Fake-Labyrinth. Ich gehe da jetzt mal durch. Ich wollte schon immer durch so ein riesengroßes Labyrinth latschen und mich dann einfach da drin verlieren. Keine Ahnung warum. Ich habe, glaube ich, zu viele Filme geguckt als Kind. Der Wunsch ist immer noch in mir, ne? Falls sich jetzt der eine oder andere fragen sollte. Ja. Aber dann muss irgendjemand kommen und mich retten, weil ich will nicht im Labyrinth sterben. So, jetzt habt ihr den gesamten Park nochmal von hier oben. Ich gehe da jetzt gleich noch hin. Okay, so sieht das Ganze aus. Irgendwie haben die das da komplett auseinandergenommen und dann irgendwie wieder zusammengebaut. So sieht das jedenfalls aus. Komplett demoliert. Und dann dachten die sich, Springbrunnen wäre eigentlich schon ganz nice hier. Bauen wir das Ganze nochmal zusammen. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Es fängt jetzt auch schon mittlerweile an zu regnen. Oh, wohin mit mir jetzt? Ich habe auch keinen Regenschirm. Ich habe meinen Regenschirm eigentlich mitgenommen. Aber ich habe den jetzt in meiner Airbnb-Wohnung gelassen. Ich habe herausgefunden, dass es hier in der Nähe noch einen botanischen Garten gibt. Den muss ich auch noch abchecken. So, und jetzt wird mir das zu viel mit dem Regen. Ey, gerade setze ich mich hin, um mich ein bisschen zu entspannen und schwupps. Jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen. Ich bin jetzt ca. 2-3 Minuten vom botanischen Garten entfernt. Ja, und hier ist irgendwie alles drin. Essen, Wasser, keine Ahnung. Ich habe alles dabei außer meinen Regenschirm. Leute, ich habe jetzt ernsthaft 3 Euro noch was für diesen botanischen Garten gezahlt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau war oder I don't know. Auf jeden Fall hier botanischer Garten. War das jetzt eine Verschwendung? Oh, ich hoffe, ich sehe hier irgendwo ein V oder so, damit sich das Ganze auch lohnt. Ich hoffe, hier springt mir gleich irgendein Tier ins Gesicht, weil das muss sich jetzt lohnen. Ohne Spaß, Leute. Weil wenn ich jetzt mir nur Pflanzen anschaue, was bringt mir das? Was bringt mir das? Ja, okay, 3 Euro noch, das ist jetzt nicht die Welt, ne? Am Ende, die Locals lachen mich aus, weil ich hier hingekommen bin. Voll unnötig. Also dafür zahlt man doch kein Geld normalerweise. Kann man da überhaupt rein? Let's try it out. Nö, das ist einfach nur ein leerer Saal. Ja, das war's auch schon, ne? Der Typ hat gesagt, dass ich bestimmt eine Stunde hier unterwegs sein werde. Eine Stunde? Also ich habe in 5 Minuten alles abgeklappert hier.
Oh, es ist einfach passiert. Ey, lauf nicht weg. Ey, lauf nicht weg. Wie geil. Der V ist mir eben einfach über den Weg gelaufen, ne? Schock meines Lebens. Wow, wie hübsch bist du. Huch. Okay. Okay. Girl. Und jetzt? Hey, wohin? Bleib mal hier. Zeig mal deine volle Pracht. Vor uns haben wir einmal das Campo Pequeño Einkaufszentrum. Ja, mal schauen, was die so zu bieten haben. Heute geht es zurück nach Deutschland. Ich habe mich jetzt angezogen, das ist mein Outfit und verlasse jetzt die Airbnb-Wohnung. Setze mich draußen irgendwo hin, weil ich kann mir die Wände hier nicht mehr anschauen. Ich freue mich richtig auf Deutschland. Hätte ich nicht gedacht. Und ich freue mich auf meine Wohnung. Auf das warme Bett. Es war so kalt. Wir haben 10:02 Uhr. Ich sitze gerade auf einer Bank und warte jetzt eigentlich nur noch die Zeit ab. Mein Flug geht um 16 Uhr los. Und ja, es gibt sonst nichts Besseres zu tun. Ich werde jetzt einfach hier ein bisschen lesen. Ich habe auch mein Buch mitgenommen. Die Lettem-Theorie kann ich wirklich nur jedem weiterempfehlen, der Probleme mit dem Loslassen hat. Hier, so sieht das Buch aus. Also hier, ja, ihr könnt sehen, haben wir die Sehenswürdigkeit Fonte Luminosa. Ich bin jetzt wieder in Deutschland. Ich gebe euch jetzt mal ein kleines Update. Im Endeffekt habt ihr ja gesehen, was ich so alles gemacht habe. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich komplett planlos dahin geflogen bin und einfach nur darauf gehört habe, was Gott mir gesagt hat. Ich habe mir so gewisse Dinge ausgemalt, ne? Dass ich da unterschiedliche Menschen kennenlernen werde, dass ich viele Gespräche führen werde. Aber davon ist nichts eingetreten. Was eher passiert ist, dass ich mehr zu mir gekommen bin und mich in Jesus Christus gefestigt habe. Also dieser Trip hat mir einfach gezeigt, auf Gott zu hören und das anzunehmen, was er mir sagt und nicht bei meinen Vorstellungen hängen zu bleiben und dann vielleicht sogar enttäuscht oder traurig darüber zu sein, dass das alles nicht passiert ist. Nein, ich bin nicht traurig darüber. Ich bin auch nicht enttäuscht, ich bin auch nicht wütend, gar nichts. Ich bin dankbar, dass ich dahin fliegen durfte und meine Erfahrungen gesammelt habe. Leute, ich bin durch diesen Trip viel, viel eigenständiger geworden. Ich möchte einfach in Zukunft mich nicht mehr allzu sehr auf Menschen verlassen. Also das wird natürlich wieder hochkommen, weil wir soziale Wesen sind und wir möchten in Gemeinschaft leben. Das ist komplett normal so. Und ich lehne das auch nicht im Allgemeinen ab. Es geht einfach nur darum, dass wenn man mit Gott unterwegs ist oder wenn man einfach in einer Zeit der Ruhe ist, dann sollte man lernen, sich auf Gott und auf sich zu konzentrieren. Man sollte lernen, sich abzugrenzen. Wenn Gemeinschaft ist, dann ist Gemeinschaft. Aber wenn gerade die Zeit der Ruhe ansteht und das Alleinsein mit Gott, dann sollte man auch dabei bleiben. Versteht ihr? Und ich habe einfach gelernt, mich anzupassen an bestimmte Zeiten und mich dann auch vollständig abzugrenzen und mich voll auf Gott zu konzentrieren. Ja, ich habe auch gemerkt, wie meine Intuition gewachsen ist, ja, dadurch, dass ich alleine Entscheidungen treffen musste und niemand bei mir war, der mir bei diesen Entscheidungen geholfen hat, musste ich einfach lernen, nach meiner Intuition zu gehen
und dann auch dementsprechend Verantwortung zu übernehmen. Und das hat mich einfach richtig gestärkt, weil jedes Mal, wenn ich mich für etwas entschieden habe, ist was Gutes daraus entstanden. Ich habe mich gefreut, es hat sich einfach nur gut angefühlt. Ich hatte einfach ein ständiges Grinsen auf dem Gesicht, weil ich gespürt habe, wie der Herr mich durch Situationen geleitet hat. Selbst wo ich Momente hatte, wo ich mich ein bisschen verloren gefühlt habe und nicht wusste, oh, wohin jetzt mit mir, habe ich dann doch wieder einen Impuls bekommen, dies oder jenes zu machen. Und dann habe ich das gemacht und es wurde am Ende gut. Also, ich habe ja vorhin von Alleinsein gesprochen, aber ich rede von diesem menschlichen Alleinsein. Aber allein an sich bin ich ja nicht, weil Gott ständig bei mir ist. Er ist ja auch jetzt hier. Jetzt, wo ich dieses Video drehe, ist der Herr bei mir und der unterstützt mich einfach. Und ich glaube, das ist das Wichtige, zu erkennen, dass man nicht alleine ist. Menschlich gesehen, ja. Hier ist gerade kein Mensch um mich herum. Aber der Herr ist bei mir und das macht so viel aus. Und das gibt mir auch so eine gewisse Sicherheit. Ich fühle mich einfach geborgen. Ich fühle mich gesehen. Ich muss mich niemandem beweisen. Er sieht mich. Er sieht mich. Und er ist da. Auch wenn ich ihn nicht optisch sehen kann mit meinen Augen. Ich weiß einfach, dass er da ist. Ja, das ist kein Glaube mehr an sich. Ja, ich glaube, dass Gott ist, sondern ich weiß, dass Gott da ist. Also versteht ihr, fühlt ihr, was ich sage? Das ist so extrem jetzt geworden. Und ich habe einfach nur gelernt, was ich lernen sollte. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch. Habt Freunde, habt Familie. Wenn ihr mit denen seid, seid voll und ganz mit denen. Führt Gemeinschaft. Seid empathisch, seid verständnisvoll. Seid barmherzig, ja, seid liebevoll, hört zu, redet nicht so viel, hört zu. Gott hat euch nicht umsonst 2 Ohren gegeben und einen Mund. Ja, wir sollen mehr zuhören, als dass wir reden. Und jetzt, wenn ihr dann menschlich gesehen alleine seid und nur noch Gott um euch herum ist, dann fokussiert euch auch voll und ganz auf ihn. Es gibt Zeiten der Gemeinschaft und es gibt eine Zeit, wo du einfach nur Gemeinschaft mit Gott hast. Wisst ihr, ich habe ja, das hatte ich glaube ich in meinem Livestream erwähnt. Übrigens Leute, ich streame ab und zu. Jedenfalls hatte ich in diesen Livestreams erwähnt, dass ich sehr viel über meinen Zweifel mit Gott spreche. Er drückt sich bei mir vielleicht ein bisschen anders aus als bei dir. Aber Fakt ist, manchmal, wenn mir Gott etwas sagt, dann hinterfrage ich das. Also es ist nicht so, dass ich das einfach im Glauben dann annehme, sondern ich frage mich erstmal, hat Gott da wirklich zu mir gesprochen oder bin ich das nur oder woher kommt das jetzt? Es gibt Tage, wo es etwas intensiver ist und dann gibt es Tage, wo ich gar nicht so krass viel zweifle. Aber wie dem auch sei, ich habe mit dem Herrn darüber gesprochen und der hat mir dann was ganz Interessantes gesagt. Und zwar meinte er, je mehr ich das tue, was er mir sagt, ja, also sein Wort einfach im Glauben annehme und es dann umsetze, desto mehr wird dann mein Glaube wachsen und mein Zweifel wird dann kleiner. Versteht ihr? Weil wenn man einfach macht, was Gott einem sagt und dann das auch eintritt, was Gott einem gesagt hat, dann sammelt man so für sich seine Beweise, dass Gott erstens existiert und dass Gott einen sieht und dass das Wort Gottes einfach gilt. Ja, und das durfte ich lernen in Portugal. Es sind einfach so viele Dinge passiert, wo ich mich, wie gesagt, verloren gefühlt habe, aber er hat immer wieder eingegriffen und mir immer wieder Sicherheit gegeben und Geborgenheit. Deswegen, Leute, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Der Herr sagt nicht umsonst 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Da solltest du dir doch denken, das ist doch gar kein Zufall. Das Jahr hat doch 365 Tage. Ein Zufall ist in dem Sinne kein Zufall, dass das einfach so willkürlich passiert, sondern es fällt dir zu. Und wer ist es, der dir diesen Zufall hinwirft? Es ist Gott, damit du darüber nachdenkst. Und ich denke mir so, guck mal, wenn Gott mir jeden Tag bis zum Jahresende sagen würde, Denise, fürchte dich nicht, was für einen Glauben hätte ich dann, wenn ich das aber auch im Glauben annehmen würde und das nicht hinterfragen würde? Wie sicher, wie selbstbewusst, wie stark und wie mutig würde ich dann sein? Versteht ihr? Und der Herr sagt ja auch immer wieder in seinem Wort, fürchte dich nicht, sei bloß mutig und stark. Denn er hat uns
keinen Geist der Furcht gegeben. Also der Herr liebt es, wenn wir stark sind, wenn wir im Glauben wandeln, wenn wir selbstbewusst sind. Nicht egobewusst, das ist nochmal was anderes, sich seiner selbst bewusst. Ja? Einfach wissen, dass man ein Kind Gottes ist und dass man durch ihn alles erreichen kann. Die Unsicherheit muss in uns einfach verschwinden, denn das ist etwas, was nicht von Gott kommt. Gott gibt Sicherheit, Gott gibt Glauben, Gott gibt Zuversicht, Gott gibt Liebe. Und ich sage nicht, dass man eines Tages irgendwie an diesen Punkt kommt, wo man gar keine Angst mehr verspürt oder gar keine Unsicherheit. Nein, nein, wir haben ja immer noch das Sündhafte in uns. Das wird immer mal wieder aufploppen. Aber es ist unsere Aufgabe, das dann wieder wegzuschicken. Schick es zu dem zurück, wo es herkommt. Ja, es kommt von Satan. Angst, Unsicherheit, das kommt alles von Satan. Schick es zu ihm zurück. Deswegen ist es auch so wichtig, die Bibel zu lesen und zu wissen, wie der Charakter Gottes ist. Was er uns durch den Heiligen Geist geschenkt hat und auch weiterhin schenkt. Ich freue mich einfach. Ich freue mich, dieses Bewusstsein erreicht zu haben. Und ich bin einfach nur dankbar, dass Gott mir das alles gezeigt hat. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach nur dankbar. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Und wenn du meine nächsten Videos nicht verpassen willst, dann musst du doch den Kanal abonnieren, oder? Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.